Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti auf EU8. Ich spiele auf dem Server auch, aber um mich soll es gar nicht gehen. Ich bin mal in einer Gilde gewesen, die bei Weitem nicht die Ausbauten hat zum Serverstart, die man haben kann. Auch mal interessant, aber interessanter sind die Gilden, die im Moment höchstwahrscheinlich relativ gut performen, die auf dem Server eine Rolle spielen können, und leider bin ich bei SF Game Tools irgendwie nicht so richtig in der Lage gewesen, mir das Ganze hübsch zu machen, oder noch nicht. Deshalb nehmen wir mal die Daten, wie sie sind. Es ist gerade um 0:53 Uhr. Ich nehme das Ganze zum zweiten Mal auf, denn um 0:10 Uhr habe ich eigentlich schon mal angefangen und habe dann später festgestellt, nice, no Mikrofon war aktiviert. Geile Scheiße. Und deshalb machen wir es jetzt ad hoc nochmal. Also wir werden uns nur mal grob erstmal angucken, welche Gilden interessant sein können. Und am besten sieht man das im Moment beim Elevator. Ja, und ich wollte mir mal so ungefähr so die Top 25 mal angucken, denn vorhin war das Ganze natürlich auch ein bisschen anders. Es ist jetzt schon ein bisschen vorangeschritten. Im Moment Dilemma-Legenden ganz knapp mit in den Top 25. Blue Ocean kommt darüber. Sons of Liches mit 10 Held-Token mehr. Dann aber kleiner Abstand, fast 100 Held-Token Religions auf der 22. The Brave, auf der 21 Heroes auf EU8. Auf der 20 mit 1442 Held-Token, ganz knapp drüber die Dothraki, die von Game of Thrones direkt hier rüber gekommen sind. Dann Clover Padrola, Emerito Passian so auf der 17, etwas höher die Dungeon Hunters, die auch anscheinend Elevator Hunters sind. Dann kommt das Shadow Syndikat mit 1669 im Moment auf der 15, Barde Atolls auf der 14, Hallmine auf der 13, die Budget Brew Mages auf der 12, Ready for War auf der 11, Rubikskov auf der 10, und da sind wir jetzt schon grob in den Top 10. Requiem Aeternam auf der 9, dann haben wir den Stammtisch auf der 8 mit 2292 Held-Token, ein Held-Token mehr als Requiem Aeternam. Ja, und der Stammtisch ist eine Gilde, das hatte irgendwie gar nicht geklappt bei den SF Game Tools. Die wurden mir gar nicht angezeigt im Browser, das kann aber auch im Server-Lag gelegen haben. Und auf jeden Fall ein interessantes Team. Kommt ein bisschen überraschend, denn das ist natürlich ein Name, mit dem ich sehr viel verbinde. Und Cruzix hat diesen Stammtisch gegründet und da sind ein paar Spieler dabei, die kennt man. Natürlich den Tuny als Content Creator, dazu aber auch noch Mozone und auch Derafim sind dort dabei, also wahrscheinlich über den SF Game Official Stream direkt rein gejoint. Ein paar andere Namen, die man auch kennt, Apex zum Beispiel, haben wir nach Peps, müsste ein bekannter Spieler sein. Dann Amnesia ist auch bekannt für mich unter dieser Schreibweise. Einige Spieler schon auch über 30, Durchschnittslevel 26, 134 Ritterhallenpunkte haben die Leute. Und die sind eben im Moment knapp auf jeden Fall in den Top 10 nach dem ersten Tag. Also eine Gilde, mit der man rechnen kann. Ja, noch nicht alle auf 25. Ich denke, wenn das mal kommt, dann werden wir auch noch eine höhere Ritterhalle sehen im Schnitt. Ja, Requiem Aeternam, wie gesagt, jetzt knapp wieder über dem Stammtisch, haben sich wieder vorgekämpft. Uska, das schwierig, Ponika nenne ich sie mal, sind auf der 7. Dann ganz knapp davor Antaiku auf der 6. Und dann kommen die Himmelskrieger mit einem kleinen Abstand schon in den Top 5. Und die Himmelskrieger sind aktuell nur 49 Leute, werden von Thors geleitet, haben Durchschnittslevel im Moment von 27, schon eine Ritterhalle von 211. Da sind ein paar bekannte Spieler dabei, denn die Finnland-Gang hat sich hier anscheinend wieder reingeschlichen, die eben auch um Spieler wie eben Amok, Tribunas, Morix, gut performt haben, auch sogar Content Create haben. Damals war noch Davalon mit dabei. Und auch der Tiffet, der ja auch ein Commit gegeben hat, war da eigentlich immer irgendwie so mit involviert, würde ich sagen. Und eine Gilde, die man, glaube ich, im Shakes and Fidget Discord vorher schon gesehen hat. Eine Gilde, die eben viele Spieler jetzt noch auf 25 hat, deshalb auch schon hohe Ritterhalle, die im Moment Rang 5 sind auf dem Elevator, also auch eine Gilde, die das Potenzial hat, eine Top-Gilde zu werden auf diesem Server. Ganz klar ist jetzt, also ich nehme es jetzt auf, es ist gleich um 1, es werden sich noch viele Daten hier ändern, viele werden noch spielen, die Level werden noch steigen im Moment, aber hier Leo eben mit 42 auch schon dabei, der die Gilde so ein bisschen vorträgt, der scheint gerade zu pushen, hier ist er 40, hier 42, also irgendwie kann auch ein kleiner Lag sein, werden wir sehen. Ja, und darüber sind die Exiles knapp über den Himmelskrieg und dann gibt es schon einen großen Abstand dann
mit Necropolis. Die Gilden wollen wir uns auch mal angucken. Exiles wird nämlich geleitet von Neutral, bei dem man natürlich weiß, dass er bei den Serverstarts immer auch eine Rolle spielt mit seinem Char, aber auch mit den Gilden. Müsste dann hauptsächlich eine polnische Gilde sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie vielleicht auch ein bisschen mehr international ist. If you have to subscribe, please subscribe Neutral. Ja, Neutral hat natürlich auch eine riesen Community. Da sind viele Spieler dabei, die auch zahlen, die zum Serverstart auch mit dabei sind. Wie das Ganze langfristig dann bei denen auch aussieht, weiß ich nicht. Wir sehen auch hier sind viele Spieler schon bei der Festungsgrenze, wenn auch noch nicht alle. Durchschnittlich auch bei 27, dritte Halle etwas minimal höher. Also sowohl der Elevator als auch die allgemeinen Zahlen sind sehr, sehr knapp. Aber sie haben schon 52er hier am Start. Und ja, also im Moment tatsächlich wohl einen Ticken stärker als eben die Himmelskrieger. Und Necropolis, das ist eine Gilde, mit der man definitiv auch rechnen muss auf diesem Server, die sich jetzt durch den Necromancer wahrscheinlich auch mehr oder weniger ergeben hat. Eine Gilde, die, obwohl sie jetzt nicht die größten Ambitionen hat, trotzdem stark unterwegs ist, aus der ungarischen Community definitiv, aber auch ein bisschen international. Zombie natürlich als Gildenleiter, ganz klar. Das ist international einfach der für mich konstanteste und beste Spieler, auch im Content Creation Bereich, aber auch in allen Bereichen rundherum, was er mal in die Discords packt, ist extrem krass. Und ja, da sind aber auch zum Beispiel eben deutsche Spieler dabei, die eben auch unter anderem schon mit Zombie gespielt haben und ja, die im Moment mit Durchschnittslevel 28 und 240 Ritterhalle auftrumpfen und eben einen starken Rang 3 beim Elevator. Aber noch stärker ist dann halt die Rang 2 Gilde, der ist ein deutlicher Abstand, Nothing Else Matters und darüber sogar noch Freedom. Die beiden dominieren im Moment den Elevator und die gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Nothing Else Matters, also wahrscheinlich Matters, ist eben eine tschechische-slowakische Community. Es gibt ja auf den meisten internationalen Server auch immer eine sehr starke aus diesem Bereich. Kugi leitet sie, mit Level 50 im Moment auch der höchste. Einige kommen da aber ganz knapp hinterher. Das Durchschnittslevel ist nochmal deutlich höher. Und da sieht man halt auch dann, dass dadurch auch mehr Punkte im Elevator möglich sind. 302 Ritterhallenpunkte, das ist auch schon sehr stark. Da hat im Prinzip im Schnitt schon jeder wenigstens auf Ritterhalle 6 ausgebaut und ja, das muss halt auch sein, wenn man ambitioniert spielen möchte. Weitere bekannte Creatoren sind hier dabei, zum Beispiel der Knight und ich glaube, dass auch der Gilmark hier darunter sind, also das, ja, da haben sich die Spieler auf jeden Fall gut zusammengefunden. Ich glaube, Bandit ist auch bekannt, ja, hier von W50, also ja, definitiv eine starke Gilde und die bisherige Performance zeigt ja auch, wo die Reise hingehen soll bei den Kollegen. Ja, und Freedom ist im Moment auf der 1. Sie haben vor allen Dingen im Moment den Vorteil, dass eben Tepakat, glaube ich, an Tag 1 schon Rang 60 war. Wahrscheinlich haben, oder ja, Rang 50 zumindest. Also die haben, glaube ich, dann schon einen Raid gestartet. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Na, im Moment ist er zumindest noch nicht in, ja, klar, wahrscheinlich startet der jetzt irgendwann schon und die werden vielleicht den ersten Raid da auch haben. Im Moment aber Honey auf 88 hochgespielt, einige andere Spieler auch schon sehr hoch, also sie haben die levelhöchsten Spieler dabei und sind deshalb auch natürlich im Vorteil im Elevator, weil diese Spieler eben viel weiter hochkommen, zumindest bis zu einem, ja, ich sag mal, gewissen Etage rund um ein paar 90, also wo dann irgendwo, da kommt dann mal eine Mage-Bremse, ich glaube, viel weiter wird man da jetzt an den ersten Tagen nicht kommen, aber trotzdem macht das einen Unterschied. In der Breite sind sie auch stark aufgestellt, da sind alle auch schon bei der Festung dabei. Trotzdem ist im Moment die Ritterhalle noch ein bisschen schlechter als bei den Nothing Else Matters. Da ist die Gilde tatsächlich nur Rang 2 hier, Freedom, aber Freedom hat sich ja angekündigt als Gilde, die sehr ambitioniert spielt, die über einen offiziellen Twitch-Stream, glaube ich, sogar auch Content zeigen, die ein paar Rekorde fallen lassen wollen. Also Necromancer-Rekorde haben wir natürlich. Kundschafter, ich glaube, es sollte auch im Bereich von Magier ein bisschen was fallen. Also ich weiß jetzt nur nicht, wer hier was irgendwie vorhat. Ich weiß auch nicht, warum Capso im Prinzip, wie jetzt hier Reckless heißt. Ich glaube, das war sein älterer Name, aber ja, mehr Infos kann man dann sicherlich von seinen Videos
bekommen. Ja, natürlich auch Vars und Vex und auch einige andere Spieler, er hier zum Beispiel David, die habe ich jetzt bei EU5 kennengelernt und das sind wirklich verrückte Leute, die sehr viel Arbeit, Zeit und auch Geld in das Spiel stecken können und dann sind eben auch noch viele andere Spieler dabei und es ist jetzt gerade mal 1 Uhr, also Tag 2 ist erstmal im vollen Gange, die Werte werden hier noch voranschreiten wie die besten Bergsteiger, also selbst Darling zum Beispiel kenne ich ja auch von einigen anderen Players to Watch oder Servern früher, der sich auch schon damals als Gildenleiter gezeigt hat und aber auch als guter Spieler gezeigt hat. Und hier kann er eben das Feld von hinten aufräumen auch. Also da vermute ich, dass die Level vielleicht noch weiter voranschreiten können als bei anderen Gilden, aber das wird man sehen. Da müssen wir reingucken, wenn es dann wieder soweit ist, wenn Tag 2 vorbei ist oder dergleichen, werden wir das sehen. Schmenger übrigens auch einer, den ich von S41 unter dem Namen noch sehr gut kenne, der auch sehr stark aufgespielt hatte damals. Ja, also man kann hier vieles erwarten, aber es wird auch interessant sein zu sehen, welche Gilden sich vielleicht noch auftun. Mit kurzfristig, aber auch langfristig, also unsere Gilde nicht, die wird sich wahrscheinlich nicht so weit vorne bewegen, aber hier gerade in dem Bereich werden die Abstände größer werden mit der Zeit wer Freedom tatsächlich dann die höchste Konkurrenz macht, bleibt es Nothing Else Matters, kommen hier andere Gilden noch vor. Ich kann es nicht sagen, ich hoffe nicht, dass es die Gilde ist, weil die kann ich halt nicht aussprechen, also Uskaka Feho Punika. Ja, es geht schon, wenn man sich bemüht, aber was ist das für ein Name? Ganz ehrlich. Aber das war es dann erstmal von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß auf den Servern und ein schönes Wochenende nebenbei. Haut rein.